Hallo und herzlich willkommen bei Learn German with Ben. In diesem Video lernen wir, was trennbare Verben sind, wir konjugieren sie im Präsens und sprechen Sätze. Denke daran, dass meine Videos über Untertitel verfügen. Sicher kennst du das Verb machen. Ich mache Sport, Lisa macht einen Tee. Wenn wir dem Verb machen das Wort zu hinzufügen, wird daraus das Verb zumachen. Machen ist das Stammverb und zu das Präfix. Ich mache das Fenster zu. Wie du siehst, hat das Verb zumachen eine völlig andere Bedeutung als das Verb machen. Und wir konjugieren es so. Ich mache zu, du machst zu, er, sie, es macht zu, wir machen zu, ihr macht zu, sie und sie machen zu. Genauso funktioniert dies für das Verb aufmachen. Machen ist das Stammverb und auf das Präfix. Ich mache das Fenster auf. Die Bedeutung ist eine andere als zumachen, aber die Konjugation funktioniert genauso. Mit einem Verb und Präfixen kannst du also viele neue Verben bilden. Aufmachen, zumachen, anmachen, ausmachen. Warum ist es wichtig, dass wir dies lernen? Sehen wir uns das Verb kommen an. Mit dem Präfix an bildet ihr das Verb ankommen und mit dem Präfix be das Verb bekommen. Ankommen ist ein trennbares Verb und bekommen ein untrennbares Verb. Die müsst ihr unterschiedlich konjugieren. Ich komme an, du kommst an, ich bekomme, du bekommst. Auch die Satzbildung im Präsens und Partizipbildung im Perfekt ist unterschiedlich. Im Präsens sagen wir zum Beispiel, ich komme 19 Uhr in Berlin an. Ich bekomme ein Kind. Im Perfekt heißt es, ich bin 19 Uhr in Berlin angekommen. Ich habe ein Kind bekommen. Bei trennbaren Verben steht das Präfix ge immer zwischen dem Präfix und dem Stammverb. Bei nicht trennbaren Verben siehst du das Präfix ge nicht. In einem einfachen Satz steht das Stammverb an zweiter Position und wird konjugiert. Das Präfix steht immer am Satzende. Ich mache das Fenster zu. Peter macht das Fenster auf. Bei einer Ja- oder Nein-Frage steht das Stammverb am Satzanfang und das Präfix am Satzende. Machst du das Fenster zu? Bei einer W-Frage steht das Stammverb an der zweiten Position und das Präfix wieder am Satzende. Wer macht das Fenster zu? In Nebensätzen steht das konjugierte Verb am Satzende. Aber Achtung, das Präfix steht vor dem Stammverb. Ich bin nicht zu Hause, weil ich gerade einkaufe. Peter ist nicht zu Hause, weil er gerade einkauft. Bei Sätzen mit einem Modalverb steht das trennbare Verb immer im Infinitiv am Satzende. Darf ich das Fenster zumachen? Peter soll die Tür aufmachen. Jetzt haben wir gelernt, was trennbare Verben sind. Bei trennbaren Verben wird einem regelmäßigen oder unregelmäßigen Verb ein Präfix vorangestellt. Mit den Präfixen wird der Sinn des Stammverbes verändert.
Es gibt sehr viele trennbare Präfixe. Im Deutschen verwenden wir sehr viel die Präfixe ab, an, auf, aus, ein, fern, fest, fort, für, gegenüber, heim, her, hin, hinterher, hoch, los, mit, nach, neben, vor, weg, weiter, zu und zurück. Es gibt aber auch trennbare und untrennbare Präfixe, wie zum Beispiel über, durch, unter, wieder und wieder. Ein Beispiel. Ich hole das Buch von Peter wieder. Ich wiederhole den Test. Hörst du den Unterschied? Wiederholen und wiederholen haben eine unterschiedliche Bedeutung. Und damit sind wir auch am Ende der Lektion trennbare Verben angelangt. In der nächsten Lektion sehen wir uns die nicht trennbaren Verben genauer an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Ben.